This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. Certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country, although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Der Lieblingsbruder, der beste Bruder, den man sich vorstellen kann. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We shall be late for the train. Warte, ich schrei schnell raus. Oh, haben wir noch die Big Danny? Oh, die Big Danny. Die hat aber auch immer noch das gleiche Kleid an, ne? Das ist wirklich eine Frau aus den feuchten Träumen der Männer, ne? Gibt's doch zu. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Eine Woche später. Achso, ja, Entschuldigung. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! Einziger, The at train least. is arriving at the station. Also Please last stand mit well away A nur. from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. Wollen wir wirklich? Wollen It's wir too hier dark. bleiben? Only fog and rails, nothing else.
There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Sehr früh am nächsten Morgen. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Ich habe ja schon eine Vermutung, das war gar kein Zug. Die haben einfach nur Lichter nachgeahmt. Und der Schaffner oder Bahnhofsmeister hat gedacht, dass das der Zug gewesen wäre. War aber nicht. Aber wie sehen denn hier die Pferde aus? Seitdem ich die sehen genauso aus wie in das Testament. Und Davis Daughter. Ich glaube, die sahen alle so aus. Seitdem Assassin's Creed 3 mich mit diesen Pferden traumatisiert hat, gucke ich immer, wie Pferde in Spielen aussehen. Kutsche öffnen. Nee, wir wollen erstmal hier rein, ne? Kam der Zug denn noch? Das ist halt die Frage. First of all, let us examine the area where the train disappeared. Evesham. Upp. Ist das Wasser oder ist es Öl? Na, eher Öl wahrscheinlich, oder? War es gerade ein Schaf? Nee, es war ein Huhn. Das Forschungstalent hilft Ihnen dabei, Objekte und Ereignisse zu visualisieren, nur in bestimmten Situationen sinnvoll. Ja, die werden ja eh angezeigt. This is the place where we saw the train vanish last night. Leere A Flasche. discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. Railway sleepers, nothing unusual. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Ja. Aber der muss doch auch auf anderen Bahngleisen vermisst werden. Oder? Da haben wir ihn ja. Sonst radeln wir halt einfach zurück, Watson, ne? Sie radeln und ich bin hinten. Na gut, hier hinten drauf gibt's nichts. Ja, gut. Ich radel, Sie laufen. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the Gab ja noch driver. Menschen. So, gucken wir uns mal den Freund der Nacht genauer an. Sieht ja schon echt fertig aus mit der Welt, ne? Ehrenbahnhofsvorsteher. Ach, der Vorsteher, nicht der Bahnhofsmeister. Oh. Er hat Spuren. Verheiratet. Zumindest nur optisch, wie die Ehe läuft, ist immer die andere Sache. Nasenhaar und Popel. Was? Graue Haare? Ah, okay, das ist anscheinend auch sehr wichtig. Informationen über den Zug. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Ja, den wollten wir einfach mal nehmen, würde ich meinen, oder? Stechkarte.
Die I would be Streckenkarte. glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please. Take the one that's pinned inside the waiting hall. See Okay. you later, my good man. Ah, guck mal. Oh Gott. Waiting Hall. Wir sind aber die einzigen Menschen, die hier warten. Haben wir das Warenhaus? The whole train just disappeared. It's unbelievable. Unbelievable. Gehen wir trotzdem hier rein? Ja. Wir können uns gar nicht so umschauen, ne? Oder warte mal, wie wird Option, so wird gespielt. Haben wir hier irgendwas? Notizbuch, Tab, Visualisierung starten, Perspektive, Rennhilfe. Charakter wechseln? Geht nicht, F1. Ah, okay. Ja, gut. Holmes, how is it even... I don't know. But we will find out. I promise you. So, komm hier rein. Ja. Oh. Warum juckt denn seine Nase schon wieder? Oh, Watson. So, gehen wir mal rein in die gute Stube. Private. Was sagst du? Es schnarcht gerade jemand hier, aber das ist irgendwie. Das ist nur die Lampe. Bürotisch. Message to all stations. Mr. Robertson ist lokalisiert at Brittleding Station. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Hinweis an alle Bahnhöfe. Mr. Robinson befindet sich im Bahnhof Bridlington. Line Nottingham, London. Typ Train in Länder Nummer 324. Also wahrscheinlich die Zusammensetzung, eine Lokomotive, irgendein Coal-Car. Ach so. Kurz, wahrscheinlich einfach so Industriewaggon, dann Firste Klasse Wagen, Postwaggon, ein Spezialwaggon oder bei Mr. Robinson und ein Second Class Car. Zweitklassenwaggon. Here's the train set. Abteil wahrscheinlich. Car ist wahrscheinlich Abteil, oder? Erste Klasse Wagen, Sonderwagen, Postwagen, Kohlewagen. Ah, Kohlewagen, ja. Telegramm. Telegraph. Ja. Telegraph. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Watson. Wo sind sie? Watson? Ach da. Sonderwagen. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. See you later, my good man. Okay, alles klar. Gut. Dann heißt es, gehen wir zum Robinson. Achso. Ja. Hä? Oh, wir haben sogar Echos. Wir kennen Erfahrung von hier. So, hätten wir noch alles vorlesen können. Dieser Mann ist gute 60 Jahre oder etwas älter und seit langem verheiratet. Die frischen Erzspuren auf seinen Ärmel offenbaren seine Leidenschaft für Gartenarbeit. Die Aufzeichnung als Ehrenbahnhofsvorsteher zeigt, dass er hier schon sehr lange tätig ist. Aus all dem ist zu schließen, dass er am liebsten ein ruhiges und unaufgeregtes Leben führt. Warte mal.
A telegraph. Was machen wir denn jetzt, Watson? Holmes, Gehen wir hier noch rein. Gerümpel. An old locomotive bell. Hm. This part is Is that probably from a silent? locomotive. This place serves as a storage area for the station. Hm. This Ersatzteile. part is probably from a locomotive. Locomotive. Das klingt echt cool. Locomotive. 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 Ja, und nun guck mal, das sind Männchen. Das sind Menschen, Watson. Menschen. Ich hasse Menschen. Oh, Mann, ich will mit den Menschen reden. Was machen wir denn jetzt? Können wir nochmal mit dem Typi reden? Oder haben wir jetzt irgendjemanden in der Waiting Hall? Sogar mehrere Menschen. Ja. Danke, Watson. Verstehen uns blind. Ich dachte, wir wollten in Wobbington mal hier einen Besuch abstatten. Was sind das jetzt hier schon wieder? The entire trip. Was für eine Tragödie. Mhm. Ja, mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste. Wissen Sie, aber Sie können das berechnen. Ja, genau. Sonderwagen, was hast du da alles in Hose? Nee, vergewöhnlich, mein ganzer wertvolle Fracht. Ich habe gestern Abend befahren, natürlich nicht. Okay. Müssen wir vielleicht wieder zurückgehen? Wenn man mal jemanden ärgern möchte, kann man den einfach hier hinstellen und dann hier ziehen. War ein schönes Leben. Haben wir hier irgendwas übersehen? Kann ich irgendwo nachschlagen? Finden Sie heraus, was der Sonderwagen des verschwundenen Zuges transportierte. Hier haben wir auch alles. Oder der ist dann rückwärts gefahren, obwohl, dann hätte man den ja eigentlich auch hören müssen. Watson, wir übersehen schon wieder irgendwas. Etwas, was auf der Hand liegt, aber nicht in meinem Gehirn. Haben wir nicht? Wir haben doch eine Zugaufstellung, dachte ich. Achso, wir haben nur das. Ja. Ich möchte gern nach Britling Station, werter Herr. Bitte nehmen Sie mich mit. Oh. This suitcase contains my archives. We can consult with it if needed.
It is fortunate that we took it with us. This Ja, das ist schön. Wir müssen nach Bridling Station. So, das sind die Motten und die kleinen Fliegen. Aber oh, Streckenkarte. Ups. Nehmen. this map will be Hat er useful. uns das gesagt? Habe ich das wieder übersehen? So, Nottingham. Machen wir jetzt damit? Können wir jetzt weiter? Warte mal, jetzt können wir bestimmt woanders hin. Oder? Haben wir die Karte? Müssen wir mit dem nochmal reden? Anscheinend schon. Fahrgäste an Bord. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. Bahnhof Bridlington. You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Das wollte ich nur. Ich wollte doch nur nach Bridlington. Halleluja. Holmes, Ah, ja. Oh, das sieht aber cool aus. Das ist echt schön. Musik ist weg. Hallo, guten Tag. Ich würde Ihnen gerne einen Staubsauger verkaufen. Jetzt kommt die Musik wieder. Hallo, guten Tag. Mr. Robinson, da bist du ein wütender Fahrgast. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Da fahren wir in der Deutschen Bahn. Die haben wirklich keinen Respekt, wenn wir noch mehr Geld haben. Obwohl, ja gut, die jetzt ausführende Kraft sind, die können nichts dafür. Das Management steckt sich das meiste Geld in die Taschen. Arbeitskleidung. Aber sieht aber sehr gepflegt aus. Billige Fahrkarte, also nur Second Class, ist auch verheiratet. Und hat noch was. Raue Haut, oh ja. Richtiger Arbeiter halt, ne? Was ist passiert? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Fahrgast an Bord des verschwundenen Zuges. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, of course their type don't need a ticket. Reiche Fahrgäste. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Oh, das tut mir leid. Guck mal, mein Robinson. Der sieht auch schon so aus, ne? Hier, so ein Schnösel.
Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Shamrock Flow. Alter, ist das ein ekelhafter Mensch. Ich hasse solche Menschen, wirklich. Australischer Hut. Achso, ich dachte, das wären die Augen. Ja. Wohlgenährt, teure Kleidung. Schwerer Goldring. Dann tun wir einfach den Finger abpacken, nehmen wir den Goldring mit. Verstehe nicht, wo das Problem liegt. Lederschuhe. Krokodilleder. Was für ein Affe. Mr. Robinson. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. Sonderwagen. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Firmenbesitzer. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazes Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazes company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Der Wert des Prototyps. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. So I sieht do er not aus. know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Wären Sie an Bord? Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. Ups. The ticket inspector forced all the passengers from the train, except for the directors of the Barcazes Chilean Company. Wo ist denn jetzt hier der Bahnhofstypi? Ach, da. A telegraph. Nix weiter. Bridlington Bahnhofvorsteher. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but Bertram. my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Guck mal, das sieht richtig gestresst aus, der Arme. Junges Alter. Saubere Kleidung. Vorschriften. Tintenflecke. Problem mit Fahrgästen. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night.
Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Irgendetwas Ungewöhnliches gestern. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Oh Gott. Unerfahrener Vorsteher? Ja. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Mach dir mal keine Angst. That is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Seltsames Telegramm. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. Okay. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Telegramm sollte wie Bahnhof, Chesterfield, Sunlinno, Ankunft, Abfahrt um. Ich weiß einfach ein Legastheniker. Kann ja auch sein. So, da wollen wir mal anfangen. Super spannend mit allen Insassen. Schienen blieben an Bord des Zuges. Die Schienen blieben rein zufällig an Bord des Zuges. Der Kontrolleur konnte es übersehen haben. Der Besitzer der chinesischen Firma Barcassas wurde vorsätzlich an Bord des Zuges gelassen. Der Kontrolleur ließ alle Fahrgäste bis auf Chilen aussteigen. Ich habe eine Vermutung. Sonderwagen, keine Spur vom Zug. Okay. Brauchen wir noch mehr? So, können wir jetzt schon dorthin reisen oder müssen wir erst hier noch irgendwas... Oh, Tee. Der T steht für Concentration. Spalt im Boden, Blatt Papier. Nehmen wir mal das Dokument, was soll schon passieren? Policy for Robinson's machine. A significant sum. Oh, über eine hohe Summe. Versicherungsscheinnummer 256458. Versicherung abgeschlossen von Thomas L. Robinson für seinen Prototyp mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Diese Versicherung deckt den Totalschaden und den wirtschaftlichen Totalschaden am Prototyp bis zu einer Höhe von 50% des Gegenstandswertes. Maximale Deckungssumme 15.000 Pfund. Versicherungsdauer 1 Jahr verlängerbar. Oh, warte, Moment. Jetzt haben wir hier noch die Leute. Wütender Fahrgast, die in Händen und der Kleidung dieses Mannes nach sofort, dann ist er ein Facharbeiter. Er hat kein Gepäck und ist allein. Er reist nicht und ist auch nicht im Urlaub mit seiner Frau. Er fährt täglich mit dem Zug zur Arbeit und wieder zurück. Von daher dürfte er sich nicht nur mit dieser Linie und den Stationen gut auskennen, sondern auch mit den anderen täglichen Zugreisenden.
Thomas Robinson, dieser Mann ist auf jeden Fall reich und genießt einen hohen Status in der Gesellschaft. Das sieht man eindeutig an seinen teuren Kleidern und seinen goldenen Ring. Sein australischer Hut und seine Krokodillederstiefel verraten, dass er aus dem Ausland nach England gekommen ist. Höchstwahrscheinlich ist er auf einer Geschäftsreise. Bridlington-Vorsteher, der Bahnhofsvorsteher von Bridlington, ist relativ jung. Er versucht, seine Uniform sauber zu halten und seine Arbeit perfekt zu erledigen. Tintenspuren an den Fingern seiner rechten Hand und den Vorschriftkatalog, den er bei sich hat, deuten darauf hin, dass er sehr eifrig ist und alles richtig machen will. Es hat den Anschein, dass er gerade erst die Ausbildung abgeschlossen hat und dies seine erste Arbeitsstelle ist. Tja, die erste Arbeitsstelle ist immer die schlimmste. Ja, aber ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge nochmal mit dem guten Robinson reden und dann werden wir mal fragen, wie denn der Versicherungsschein dort in diesen Spalt gekommen ist. Und ja, ne, ich meine, liegt ja nahe, dass er, obwohl er wirkt ja ziemlich erbost, aber dass er natürlich den Prototypen verschwinden lassen hat, um halt Geld abzugreifen. Also liegt zumindest nahe, aber mal gucken, ob sich diese Vermutung bewahrheitet. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei und dass die heutige Folge euch gefallen hat.